Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Mein Name ist Christian und Melanie ist schon da vorn. Ja, wir haben uns jetzt hier erstmal wieder die Berge hochgekämpft. Wir sind an der österreichischen, italienischen Grenze und ein bisschen sogar noch Slowenien, aber direkt Grenzübertritt Österreich-Italien. Und wir sind natürlich wieder unterwegs, wie soll es anders sein, am Alpenwall. Und wir haben ein paar neue, interessante Sachen gefunden auf Karten, die wir uns heute hier mal angucken wollten, was wir so selbst auch noch nicht gesehen haben und euch natürlich auch mitnehmen wollen. Also bleibt dran, kurz nach dem Intro geht's direkt los. So, die Herrschaften, schaut mal, was wir hier Feines haben. Das findet man relativ selten noch am Alpenwall. Es gibt noch was am Rechenpass. Die haben solche Metallspitzen noch an die Panzersperren gemacht. Und hier hat man auch noch welche. Die sind auch betoniert. Hier ist das Ganze hier schon sehr stark angegriffen, aber umso höher man kommt, ihr seht es jetzt hier, am Weg entlang. Hier oben kommt noch ein Gemäuer. Ich glaube, da kommt auch schon der erste Bunker. Da gehen hier die schönen Drachenzähne direkt aus dem Boden. Und da hinten weiß ich nicht, kommt aber ein Fels. Ja, und der hat das Ganze hier gesichert hier, dieser Panzerwall, diese Panzersperre. Das ist wirklich Wahnsinn, das hier oben zu sehen. Und wir sind hier, glaube ich, jetzt muss ich lügen, wie weit wir hoch sind. Ich weiß es gerade nicht. Also der Anstieg, den wir jetzt hier hoch sind, der war irgendwas um die 400, 500 Meter nochmal. Aber wir haben ja hier schon, keine Ahnung, wir sind ja hier schon wieder Serpentin hochgefahren ohne Ende. Also wir sprechen hier echt von der Höhenlage. Es ist unglaublich, was die hier da noch hingezimmert haben. Ja, man könnte jetzt denken, man ist jetzt hier am Westwall, ne? Krass. So, jetzt sind wir noch ein bisschen weiter oben. Hier geht jetzt so ein richtiger Wall los. Und schaut mal da unten. Können wir schon die Schießscharte erkennen. Ja, das Halbrunde ist ein Bunker. Und so wie das aussieht, wird das nicht nur für Maschinengewehr gewesen sein. Oder für ein doppeltes zumindest. Der scheint sehr groß zu sein. Ja, wir werden jetzt nicht direkt zur Scharte gehen. Wir gehen jetzt einmal direkt rum an der Mauer entlang und nähern uns von hinten, weil wir da natürlich hoffen, irgendwo einen direkten Zugang zu finden. Und dann gucken wir mal, wie wir da reinkommen. Schaut mal, Leute, hier sind wir jetzt hoch. Hier wird die Mauer schon wieder unterbrochen und da geht das jetzt noch mal hoch. Ja. Hier kannst du es ganz gut erkennen. Boah, wie steil das hier nochmal hochgeht, ne? Also hier unten her, zack, 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 und dann geht das nochmal so steil nach oben. Krass. Und wie gut die erhalten sind, ne? Wenn du dir dagegen den Westwall anschaust, boah, die sind top.
So, als erstes werden wir jetzt mal die Drohne vorbereiten. Das hat auch mal live mit dabei hier. Die Fernsteuerung. Und das baue ich jetzt erstmal zusammen. Alles ist ready. Jetzt werden wir das gute Stück mal starten. Home point updated. So, jetzt habt ihr das auch einmal von oben gesehen. Jetzt gehe ich mit euch noch mal eben da rein in die Materie. Aber das ist schon krass. Also es ist noch mal eine ganz andere Herausforderung, das hier zu bauen, wie das jetzt im Westwall der Fall gewesen ist. Gut, man hat natürlich das deutlich länger von der Distanz her gebaut am Westwall, aber hier oben unter den Bedingungen, in dem Gelände, das ist schon Wahnsinn. Guckt euch das mal an hier. Uah. Das ist schon Wahnsinn. Wenn man sich einmal umguckt, hier unten. Also es macht jetzt hier praktisch diesen hier, steigt jetzt so steil an hier. So, also machen wir mal eben hier fix in den Spaß hochzurennen. Ihr könnt es natürlich auch beschleunigen, das Video. So, hier ist schon mal einer umgefallen. Er hat es nicht mehr ausgehalten. Er hat die Biege gemacht. Oh, schaut euch das mal an hier. So surreal, wie das hier in den Wald reingeht. Oh, hier haben wir auch schon so schönen Buchenwald auch. Und da hört es dann irgendwann auf. Boah. Ist doch krass, Leute, oder? Das ist mal was komplett anderes. Westwall kennt, glaube ich, jeder so ein bisschen und war auch schon mal da. Aber das hier, das sieht man nicht so oft. Hier oben. Und dann geht das hier runter. Und ihr könnt das, glaube ich, ganz gut sehen, das Gelände. Auch wenn es mit der Kamera immer schwierig ist, aber das sieht so krass aus. So Leute, wir haben den Eingang hier direkt gefunden und er war mal zugemauert. Betonung liegt auf wahr. Jetzt können wir hier irgendwie ein bisschen rein. Es sieht zwar sehr eng aus, aber wir kommen da schon irgendwie durch. Oh, hey. Junge, das ist wieder eine Geburt hier. Staubig. Junge, Junge, Junge.
Geschafft. Oh, der war schon eng. So. Oh hey, ist das hier nur ein Notausstieg? Oh nein, wir müssen die Treppen runter. Wir müssen Stiegen runter. Oh, ich habe hier noch irgendwelche Stöcke. Hängt überall fest. Oh, Junge. Oh, geht aber. Das ist aber auch mal wieder ein Einstieg. Den hatten wir jetzt auch noch nicht so oft. Oh, hier ist auch wieder so eine Riesenspinne. Ei. Auf der Kamera sieht die sowieso mega klein aus. So, hier habe ich jetzt nichts zum Festhalten, außer aufpassen. Ja, macht es trotzdem nicht nach. Wie gesagt, das ist alles uralt. Und man weiß nie, welche Stufen hier noch richtig drin sind. Auch wenn die jetzt hier sehr stabil aussehen, aber... Oh. Ist zugemauert. Oh. Junge. Da lacht euch erstmal ein Schädel an und Knochen. Das will man doch gerne im Bunker sehen, sowas, ne? Und der ist gar nicht mal so klein. Hier ist meine Hand. Also der ist schon größer. Weiß nicht, was das war. Okay, gehen wir hier mal in den Hauptraum. Hier sind noch richtig alte Rohre dran, zum Teil. Türen sind aber schon mal weg. Das ist für Maschinengewehr gewesen. Das zweite. Hier ist noch ein Zugang. So, wir sind jetzt einmal hinten rumgegangen und stehen jetzt direkt vor der Scharte. Also da war ja der Weg mit den beginnenden Panzersperren. Und hier ist das Riesenmörderteil. Also, aber trotz alledem, man denkt immer, hier war ein Geschütz drin, aber es ist nur ein Maschinengewehr. Aber die Öffnung muss halt so breit sein. Ja? Die Öffnung, die muss halt so breit sein, weil das Maschinengewehr halt entsprechend den Bereich hier abdecken muss. Ne? Noch ein. Ja, ich habe drin zwei Öffnungen gesehen, aber von drin wirkt das halt immer deutlich kleiner. Ne? Boah, au, wie kann man das jetzt mal sehen? Zwei riesen Oschis. Wow. Melanie hält mal eben kurz, ich laufe noch mal kurz hin, damit ihr den Größenvergleich habt. Boah. Zack, zack, zack. Also, das ist schon ziemlich groß. Leider fehlen hier die Klappen. Die existieren nicht mehr. Ja, es ist immer wieder gigantisch, wenn man sieht, was die Italiener unter Mussolini hier alles reingebaut haben. Ne?
Gut, es war halt keine Zwangsarbeit, es war schon bezahlte Arbeit. Alles von italienischen Arbeitern aus dem Süden. Und die haben hier im ganz, ganz großen Stil über die Jahre hinweg da diese Anlagen gebaut. Das ist schon Wahnsinn. So, diese Anlage ist noch nicht alles gewesen. Es sind hier noch mindestens 2 weitere Anlagen. Wir wissen nicht, wie groß die sind. Auf jeden Fall soll es da auch einen Zugang geben. Die werden wir jetzt noch erkunden. Das müsste jetzt ungefähr in dieser Richtung irgendwo sein. Ja, wünscht uns Glück, dass das hier funktioniert. Und übrigens mal ein Däumchen da lassen und mal was in die Kommentare schreiben zwischendurch. Wir stehen zu jeder Schandtat bereit. Alle Fragen, die ihr stellt, versuchen wir immer zu beantworten. Also nicht so faul sein, was reinschreiben. Also hier ist aber nur irgendwie, ich weiß nicht, ob das hier mein Zugang war. Hier steht jetzt nur noch so ein Betonklotz. Ich gehe mal hier durch. Oh. Hier geht's steil nach unten. Da will ich nicht weitergehen. Naja, okay. Ich suche jetzt nicht weiter rum, weil es wird jetzt auch immer dunkler. Oh, ich wollte auf jeden Fall noch was anderes mit Melanie anschauen. Oh, Junge. Oh. Vielleicht war hier mal ein Zugang, kann durchaus sein. Egal, wir machen einen Haken dran. Das andere müsste viel versprechender sein. Puh. Ja, hier steht auch noch irgendwas im Wald. Es könnte natürlich auch ein Teil von der Seilbahn gewesen sein. Das hier und den Block, den ich gerade gefunden habe. Aber die Eingänge sind mitunter ja auch so gut getarnt. Vielleicht habe ich den jetzt auch einfach übersehen, egal. Langsam schwindet auch schon wieder die Energie. Hier oben, boah. Deshalb, wir gucken uns jetzt noch was an, was etwas vielversprechender, was vielversprechender ist. Ja. Okay Leute, wir haben noch was entdeckt. Hier oben soll ein Panzerwerk der Italiener gestanden haben. Außer schon was Größeres. Viele kleine betonierte Gebäude erstmal. Wir sitzen jetzt hier oder wir stehen jetzt hier auf so einer Art Platz. Boah. Muss mal gucken, wie das Gelände hier aussieht. Hier ist noch ein Gebäude. Jetzt da auch irgendwie schon. Ich muss mal kurz die Lampe anmachen. Was ist das hier? Was wie ein Depot. Da oben ist noch was. Ui. Das scheint aber sehr groß zu sein hier. Sind die Zugänge alle so ein bisschen vermördelt und verschmiert und zugemacht. Oh. Krass. Oh, hier haben wir einen großen Eingang. Oh, hey. Wahnsinn. Also hier kann man auf jeden Fall rein. Hatte ich so oder hatten wir so in der Form auch noch nicht gesehen. Das ist auf jeden Fall vom Zweiten Weltkrieg, weil das ist ja alles so nochmal diese Fassade, so Raubputzfassade. Das ist also nicht nur
dieser Planke Stein, wie man sonst auch immer von den Anlagen aus dem Ersten Weltkrieg kennt. Hier ist auch irgendwie eine Rampe. Also hier im Gelände den ganzen Tag unterwegs zu sein, das ist was komplett anderes in der Höhenlage. Ich sag's immer wieder, also das müsste man echt permanent machen. Dann hat man so eine gute Ausdauer und kommt so gut klar. Aber wenn man das noch eine ganze Weile, ach hier ist Sumpf, nicht gemacht hat, dann das Ende, da ist man ziemlich schnell am Ende. Oh, hier ist so eine Schade, kommt überall Wasser runter. Okay, also so wie es aussieht, ist das unser Zugang da hinten. Na, schauen wir mal, wie das da drin aussieht. Ich bin da schon echt gespannt. Das ist wieder was komplett Neues für uns. Der Alpenwald, der hat so viele Facetten. Das ist Wahnsinn. Auch wenn nicht immer irgendwo was drin ist, darum geht es nicht, aber im Zusammenhang mit der Landschaft, wie man hier hinkommt und wie das in der Landschaft steht und alles, das ist immer wieder toll, kann ich nur jedem empfehlen. So Leute, wir steigen hier mal ein in die ganze Geschichte. Und dann gleich direkt in der Toilette. Oh. Was ist das denn hier für eine schöne Tapete oder Wandmalerei? Krass. Boah, also dieser Raum ist schon krass hier. Das ist auch Holz, nee, auch Beton und Holz. Und ein Oberlicht ist hier drin. Boah. Schön. Und hier hat man eine Waschrinne. Hier waren die Toiletten, da hat man aber auch schon alles rausgerissen. Hier konnte man sich wieder schön abhocken. Guck dir hier mal diese Wände an, warum die so schräg sind. Das muss da irgendeinen Zweck erfüllt haben. Also ich halte die Kamera logischerweise gerade. Diese Wände hier links sind total schräg. Habe ich ja noch nie so gesehen. Höchstens als Außenwall. Kann vielleicht mal jemand von euch beantworten? Komisch. Überhaupt eine ganz komische Geschichte hier. Ein Panzerwerk soll das gewesen sein. Mal gucken, dass hier oben nichts mehr von der Decke fällt. Hier gab es auch irgendeine Waschgelegenheit. Hier unten auch. Auch merkwürdig. Also wir haben also hier jetzt so gut wie gar keine Informationen. Deshalb, wenn ihr etwas wisst, gerne in die Kommentare oder vielleicht sogar hier gewesen seid. Das erkunden wir jetzt komplett frei Schnauze. Hier sieht man, oh, hier ist sogar irgendwas überpinselt worden. Italien wird es wahrscheinlich heißen. Und da war irgendwas unter der blauen Farbe. Ah, stimmt, hier oben ist sogar ein Wappen gewesen. Da. Da ist ein Wappen. Wow. Überhaupt sieht der Raum eigentlich ganz schön aus. Unten dieses rötliche, abgesetzte, blau. Und oben auch nochmal so einen beigen Streifen.
Aber es wird noch was unter dem Blau gewesen sein. Melanie hat hier auch was gefunden. Wir werden uns das jetzt hier mal eben angucken. Überall jetzt in den Räumen sind Reste von Zeichnungen. Schaut mal hier, wir haben hier einen Adler. Hier oben. Es muss alles original sein. Schaut euch das mal an. Mit Sicherheit haben die auch Adler irgendwo in ihren Wappen. Ich weiß ja nicht, was das für eine Einheit hier gewesen ist. So, jetzt gehen wir mal in den Raum hier. Das hat Melanie auch gefunden. Das ist, scheint auch irgendwie ein Adler sein und dann irgendwie aus einem Adler in so einem Kreis. Kann man nur noch rudimentär erkennen. Okay, da müssen wir jetzt echt mal die Augen offen halten. Damit haben wir natürlich gar nicht gerechnet, dass hier noch irgendwo Gemälde oder Schriften etc. drin sind. Sehr außergewöhnlich. Die Frage ist auch, wie lange wurde das Ganze genutzt? Gehen wir jetzt hier nochmal in den blauen Raum weiter. In den Nebenraum. Ja, vielleicht war das ja wie so eine Kaserne. Also hier haben welche auch was dran gemalt. Das ist aber alles von irgendwelchen Kindern hier. Das ist nichts. Das auch nicht mehr wirklich. Also das sind, ja, Schmierereien würde ich es jetzt auch nicht behaupten. Da gibt es deutlich schlimmere oder schlechtere Sachen. Aber das hat nichts mit Originalität zu tun. Trotzdem sehr, sehr interessant hier. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht. Vor allen Dingen diese Wand, die fasziniert mich dermaßen hier. Das ist so cool, das habe ich noch nie gesehen. So, und jetzt geht hier noch eine Treppe hoch. Okay, das ist jetzt alles ein bisschen. Da hat sich einer noch mal so im Nachgang noch ein bisschen ausgelebt. Zum Kohlestift. Das ist auch nicht mehr original. Ich glaube mal, das hat man alles damals irgendwie mit einer Schablone oder sowas gemacht. Schablone, dann ist man einmal mit so einer Farbrolle rüber. Jeder Raum hat noch eine andere Farbe. Hier auch wieder. Oh cool, irgendwie hat das was hier. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber da oben, das muss doch original sein da oben. Also könnt ihr mir jetzt sagen, was ihr wollt. Das hier unten ist wieder die Kinderzeichnung, aber schaut mal hier oben, das ist Mussolini hier oben. 100%ig. Mussolini mit Helm. Ganz ausgeglichen, erkennt man das noch. Krass, Leute. Zum ersten Mal haben wir ein Porträt von Mussolini gesehen oder gefunden. Ich wusste, dass es in einigen Anlagen sowas gibt, aber ich wusste nicht, dass das hier ist. Krass. Ich weiß nicht, ob das hier mal so eine Wasserstelle war. So eine Art Trinkbrunnen. Das ist wirklich sehr, sehr merkwürdig. Und dann geht es aber hier auch nicht weiter, ne? Das ist auch irgendwie komisch, ne? Das ist jetzt nur die eine Seite hier. Hier hinten dann diese schräge Wand. Aber es muss hier oben auch noch irgendwie eine Etage gewesen sein. Weil da oben sind noch Stiegen,
hier hochgehen. Ja, da oben konnte man rausschießen, da sind Schaden da oben. So, das war jetzt ein Schnelldurchlauf. Wir waren uns nicht ganz sicher, ob diese Platten oben von der Decke, ob das nicht sogar Asbestplatten gewesen sind. Deshalb, also der Boden war jetzt komplett feucht da unten, aber wenn man durch sowas durchläuft und das aufwirbelt, das ist alles höchstgradig krebserregend. Deshalb auf keinen Fall sowas machen. Und wenn, bräuchte man dann halt auch so eine Maske. Deshalb haben wir das jetzt auch ganz fix da im Schnelldurchgang gemacht. Ich bin mir nicht sicher, ob die das dann nochmal modernisiert hatten und sowas halt eingebaut haben. Also hier ist auch nochmal irgendwie so ein Gebäude. Ich bin jetzt hier so eine Treppe hoch. Die sieht man kaum noch. Also man sieht ja hier auch, das war jetzt alles schon total überwachsen. Man hat das hier mal wieder frei gemacht. Wegen der Stromleitung hier, Hochspannung. Aber ich hätte jetzt sogar noch gedacht, dass man irgendwie noch tiefer reinkommt. Deshalb habe ich so das Empfinden, dass das ziemlich spät gebaut wurde. Jetzt ballert die Sonne wieder. Oh. Ja, dann ist hier nochmal ein Gebäude. Sieht auch ziemlich merkwürdig aus. Da kommt, glaube ich, jetzt nichts mehr. Keine Ahnung, was die hier gelagert hatten. So kleine Kammern. Mysteriös, mysteriös. Keine Idee. Keine Idee. Mal gucken, ob ich noch irgendwas zu dieser Anlage finde. Von hier sieht man es noch mal. Ne? Also, das ist schon ziemlich gedrungen. Nicht groß hoch. So 2 Terrassen. Zack, zack. So, und da oben war ja diese Observation in diesem Bereich, wo da drin die Decke fehlte. Jo. Es gibt hier noch weiter oben, meines Wissens nach, noch mal einen 2-stöckigen Bunker. Aber ich glaube, den machen wir heute nicht mehr. Der liegt jetzt noch weiter hoch, wenn ich das Gelände schon wieder sehe. Tut mir leid, Leute, also kein Saft mehr. Das ist wirklich krass. Aber trotz alledem haben wir heute schon wieder so einen Haufen Zeug gesehen. Das ist einfach nur krass. Wir waren heute übrigens auch noch am Wurzenpass in dem Museum. Da waren wir schon mal gewesen. Also ist auch nochmal eine klare Empfehlung von uns. Haben wir jetzt aber kein separates Video nochmal gemacht. Da kann ich aber euch gerne nochmal das alte Video dazu verlinken. Auf jeden Fall immer eine Empfehlung wert. Geht da gerne mal hin. Richtig cool. Ich bin doch noch mal auf die andere Seite hochgegangen. Dann gehen wir noch mal kurz zu dieser Observation hier. Ist halt auch komisch gelegen irgendwie, weil das Gelände hier auch ansteigt. Ob das einfach nur so ein Notausstieg noch war. Wirklich mysteriös. Wir haben jetzt an diesem Gebäude noch was gefunden. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen, weil die Sonne richtig massiv... Hast du schon gesehen, Schatz? Ich habe das jetzt gerade erst gesehen. Hier sind 2 Hämmer. Eine 2 in einem Kreis. Hier oben so eine, ja, wie so ein Fackelschein, Feuer. Und da steht 14 COM.
Müsste auch ein Hinweis jetzt auf die Einheit sein, die hier stationiert gewesen ist. Danach können wir auf jeden Fall mal gucken. Also keine Ahnung. Ich werde mich jetzt schon mal von dem Video abmelden, weil wir sind jetzt erstmal auf einer Odyssee nach Hause. Weil das ist so schlecht ausgeschildert hier. Und jetzt, wir hätten normalerweise den Weg nehmen sollen, den wir hierher gekommen sind. Aber komplett verfranst jetzt. Hier liegt auch nur Müll rum. Es ist hier schon nah an einer Autobahnraststelle. Und auf der Karte sieht es so aus, als ob man da hinten rumgehen kann. Aber hier ist ein riesiger Fluss und eine Steilwand. Kein Weg vorbei. Oh. Und von da oben sind wir eigentlich gekommen. Also entweder jetzt noch mal hinten rum und vielleicht noch mal hoch oder da jetzt zurück. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Das muss ich mal mit Melanie besprechen. Boah. Also heute bin ich sehr schlecht in Form. Mein unterer Rücken, der macht mich heute kaputt. Klar, man hat immer viele Brocken im Rucksack, aber die braucht man halt auch. Oh. Naja, gut. Also falls noch was kommen sollte, würde ich hier reinschneiden. Ansonsten melde ich mich ab, Leute. Macht's gut. Ciao.